Hallo mein Freund, hallo meine Freundin. Ja, wie geht's dir? Mir geht's soweit ganz gut. Heute ist es etwas drückend vom Wetter, ein bisschen grau. Die Sonne kommt kaum durch. Ähm, Dementsprechend fühle ich mich. Aber ich möchte trotzdem ein Video heute machen, ganz spontan. Ähm, und laufe gerade hier mit meinen Hunden durch die Natur, durch so einen kleinen Canyon. Ich zeig mal, wo ich bin. Das ist ein trockengelegtes, also gelegt, ein trockenes Flussbett quasi. Ab und zu sieht man auch hier so ein paar tote Ziegen. Oh je, da gehe ich aber jetzt nicht vorbei. Ich gehe auch einen anderen Weg weiter. Ja, also, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Adel. Ich bin mit meinem Camper unterwegs oder lebe in meinem Camper und reise und bin zurzeit auf Kreta in Griechenland mit meinen 2 Hunden und ja, und mache hier auch meine innere Reise quasi und merke, wie ich immer weiter mich entwickle, spirituell, durch Erkenntnisse, durch Selbstheilung oder durch Heilung. Ja, und möchte noch mal einen Blick von hier oben. Ich weiß gar nicht, ob so richtig drauf kommt hier. Oh. Bei Sonnenschein wird das hier ein bisschen schöner aussehen. Da hinten ist das Meer. So. Gut, also. Ich nehme dich einfach mit auf meiner Wanderung hier durch das Flussbett. Was will ich sagen? Ach so, ja, in diesem Video kam mir jetzt die Idee, weil ich in den letzten 2 Videos über Lichtwesen gesprochen habe und den Kontakt dazu, oder lichtvollen Wesen. Woran ich glaube und warum. An wen glaube ich oder an was? Also, es gibt ja so viele verschiedene Glaubensrichtungen, ne? Kommt darauf an, wo du geboren bist, in diese Glaubensrichtung wirst du dann reingedrückt. Quasi, wenn du, ja, ich sag mal so, die Christen glauben an Jesus Christus, ne? Dann gibt es welche, die glauben an Mohammed, das sind dann die Moslems. Dann glauben welche an den Buddha, das sind die Buddhisten. Dann gibt es welche, die an den Hindu oder was auch immer, an verschiedene Götter im Hinduismus glauben. Also da gibt es so einen Elefantentypen oder Krishna und so weiter. Das sind die Hindus. Dann, ja, das sind so die größten, sage ich mal, Glaubensrichtungen. Und ja, für jeden, sage ich mal, vor allem ist mir das bei den Moslems und Christen besonders klar geworden, dass da extrem, sage ich mal, gesagt wird, für mich gibt es nur Jesus Christus. Oder es gibt nur Jesus Christus. Das ist ja noch krasser. Ne? Alles andere ist falsch. Oder die Moslems glauben anders. Also keine Ahnung. Die glauben dann, dass die Christen die Sünder sind und so weiter und so fort. Also je nachdem, wo du geboren bist, sage ich mal, hast du Pech gehabt. Ja? Also wirklich. Glaubst du wirklich, dass der Schöpfer, unser höchster Schöpfer, sage ich mal, die Quelle, uns so in Schubladen setzt? Also
Ich glaube so, durch meine Erfahrung. Ja? Ich glaube nicht das, was mir vorgetragen wird. Also ich glaube nicht das, was im Fernsehen uns weiß gemacht werden will, über Nachrichten und so weiter, wo wir uns nachrichten sollen. Oder, also Television, ne? Kann man ja sagen, erzählen Märchen. Ja, dann mittlerweile glaube ich auch nicht mehr den sozialen Medien alle. Also das muss man alles abwägen. Weil alles kann manipuliert sein. Ja, es ist manipulierbar. Ja, es gibt einen Informationskrieg, je nach Interessensgruppe. Und da wird vieles verschleiert und so weiter. Also auch da kann man nicht alles glauben. Dann habe ich im letzten Video gesagt, ja, hier bei Channelings und Akasha-Lesungen muss man auch aufpassen. Da kommen zwar irgendwelche Geistwesen, aber wenn du nicht in dir selber oder das Medium, sage ich mal, gefestigt ist oder geschützt oder an sich so gearbeitet hat, dass es keine Schatten mehr hat oder was auch immer, da kann es auch negative, dunkle Energien kommen. Und dann kriegst du komische Botschaften. Du musst natürlich für dich dann immer wieder abwägen. Du kannst nicht alles blind vertrauen und glauben. Und die Erfahrung mache ich jetzt immer mehr. Also ich hatte eine Phase in meinem Aufwachprozess, sage ich mal am Anfang, da habe ich dann festgestellt, boah, ich vertraue jetzt einfach blind. Ich ziehe jetzt hier einfach einen Zettel und das mache ich dann. Und das ist das. Das ist die Wahrheit. Aber mit der Zeit, am Anfang hat das gestimmt, aber nachher ist mir aufgefallen, nee, da wurde ich jetzt irgendwie fehlgeleitet. Also ich habe jetzt den Eindruck, dass, nein, also irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, nee, das war nicht so gut. Ja, also, wie soll ich sagen? Ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich quasi selber der Schöpfer bin. Bin ich auch. Ich bin der Schöpfer meiner Realität. Ich kann selber bestimmen. Wir haben alle einen freien Willen. Das sagen die uns immer in den Channelings oder der Akasha-Lesung. Die dürfen sich eigentlich nicht bei uns einmischen. Ne? Nur wenn wir danach fragen oder um Unterstützung oder Hilfe bitten, dann machen die das auch. Das ist halt so eine Spielregel, ne, im Spiel des Lebens. Und wir müssen nicht alles wie so ein Einzelkämpfer hier bezwingen oder durchlaufen. Wir können immer wieder um Unterstützung fragen. Darum geht es ja auch. Ja, Teamwork quasi mit deinem Spirit-Team, mit deinen geistigen Helfern. Also darüber habe ich ja im letzten Video gesprochen, dass wir von geistigen Begleitern, Lichtwesen begleitet werden und ja, und wie wir mit ihnen in Kommunikation kommen, beziehungsweise wie wir deren Kommunikation erhalten. Ja, ich habe dann auch über einen altägyptischen Gott gesprochen, der sich mal bei mir gemeldet hat. Der Tod, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Also das ist der T-O-T-H. Ich habe wahrscheinlich da auch ein bisschen Kontakt, also in meinem Umfeld, weil ich ja Halbägypter bin quasi. Ups, ich muss ein bisschen klettern hier. Und also was glaube ich? Ich glaube nicht, dass es die ultimative Wahrheit gibt. Vor allem nicht das, was uns die Kirche weismachen will
oder daraus entspringt. Oder ja, die Bibel und der Koran, habe ich gehört, sollen auch ähnlich sein, aber doch irgendwie verändert. Also das ist alles, ist ja schon klar. Eins von denen ist zumindest verändert schon mal. Es ist meiner Meinung nach alles verändert. Warum soll ich etwas glauben, was uns andere in schriftlicher Form darlegen und sagen, das ist es. Ich komme doch nicht zum Glauben, weil ich Geschichten über einen besonderen Menschen lese. Ich glaube doch nur, wenn ich selber Erfahrungen mache. Und zwar durch eigene Erfahrungen im Leben und Erkenntnisse daraus, die aus dir, aus dem Inneren kommen. Daher geht es ja nicht darum, in die Kirche zu gehen, um an Gott zu glauben, sondern ich gehe in die Natur, um an Gott zu glauben. Ich brauche hier nur, mir diese wundervolle Natur hier anzuschauen. Ja, okay, hier, das ist jetzt leider trocken, aber stell dir vor, früher lief hier mal richtig viel Wasser durch. Was war das hier für ein wundervolles Paradies? Und ich stelle mir es auch so vor, dass es auch bald wieder voll wird in der neuen Welt, in der ich lebe. Also das wird alles wieder voll sein hier. Und dann werden wieder neue Pflanzen kommen. Wir werden wie im Schlaraffenland leben. Das ist ja, meine Idee des Ganzen. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinten weiterkomme. Also, ich erfahre Gott durch wundervolle Dinge. Und das ist auch die Natur. Das ist ein Wunder. Oder wir sind selbst ein Wunder. Wie wir geboren werden. Das ist schon mal ein Wunder. Über so einen Samen, sage ich mal. Oder die Pflanzenwelt auch über einen Samen. Ja, so ein Baum war auch mal nur ein Samen. Ja, und dann, dass täglich die Sonne aufgeht und wieder unter, Tag und Nacht. Also das ist alles so wundervoll, wie das sich alles zusammen entwickelt hat oder geschaffen wurde durch unseren Schöpfer. Also ich glaube an einen Schöpfer. Man kann ihn auch Quelle nennen. Oh, schau mal hier. Oh. Ganz, ganz alte Muschel. Versteinert. Die ist schon Millionen Jahre alt. Gibt es hier mehrere. Lass mal hier. Schöpfer, den kann man auch die Quelle nennen, ja? Aus dem alles entsprungen ist. Man kann auch den Urknall sagen, keine Ahnung. Aber dahinter war ja noch was anderes. Also sagen wir mal die Quelle. Also der Schöpfer. Ich mag Schöpfer, weil der Schöpfer hat hier das alles geschaffen und deshalb werden wir auch Geschöpfe genannt. Ne? Und alles ist Geschöpf. So. Und dann ist mir bewusst geworden, dass wir eigentlich die Schöpfer sind, zumindest von uns, von unserer eigenen Realität. Wir haben ein eigenes Universum. Das Universum ist eigentlich in uns. Also der Schöpfer ist in uns. Und wir sind quasi alle göttliche Wesen. Oder vielleicht sind wir ein Teil von Gott. Oder wir sind selber Gott. Und weil wir alle eins sind. Ach, das ist so schwierig zu erklären. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich glaube, weil das All-Eins, es gibt ja so, sagt man ja, All-Eins-Bewusstsein. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir alle eins sind. Ja, wir sind eins, wir sind Gott zusammen.
Wir sind verbunden. Ja, wir sind verbunden, alle energetisch. Oder man kann auch sagen verstrickt, wenn es nicht so positiv ist. Und wir können miteinander telepathisch zum Beispiel Kontakt aufnehmen auch. Ja, ist auch möglich. Und ja, manchmal denkst du an eine Person, an einen Menschen und der ruft dann an oder kommt dann um die Ecke. Wir sind wirklich verbunden. So. Und wir sind ein Geschöpf. Also und wir sind in uns ist der Schöpfer quasi. So, fertig. Genug darüber geredet. Und ich glaube, dass wir viele Helfer haben. Aufgestiegene Meister oder Götter oder Engel oder und, kann man sagen. Eigentlich und. Also es gibt nicht nur den einen, es gibt den Sohn Gottes, nennt man ihn. Das ist ja ein bisschen verbildlicht. Ne? Also Gott hat keinen Sohn. Ja? Das ist, er hat bestimmt keinen Sex mit jemandem gehabt, um einen Sohn zu kriegen. Also das ist einfach ein Mensch, den Gott erschaffen hat. Ja? Und der hatte hier eine bestimmte Rolle zu spielen im Spiel des Lebens. Und das ist dann Jesus Christus. Dann gab es noch einen anderen Menschen, das war der Mohammed, der hatte auch eine bestimmte Rolle zu spielen, eine andere Rolle. Und dann gab es den Buddha, der hatte auch eine Rolle zu spielen, ja, in einem anderen Gebiet, mit anderen Weisheiten, aber alle waren, sage ich mal, Geschöpfe Gottes und die hatten eine ganz besondere Rolle zu spielen, nämlich, dass Menschen zu Bewusstsein kommen. Ja. Ja, das kann man auch sagen. Ich muss mich mal hier eben bücken, um durchzulaufen. Okay. Dann der liebe Gott hat also verschiedene Menschen auf diese Welt gebracht. Und warum sollen wir jetzt nur den einen anbeten oder keine Ahnung. Wir sollen sowieso keine Götter anbeten. Es gibt nur den einen Gott, die Quelle. Die anderen sind einfach unsere Helfer, unsere Begleiter, ja, die eine bestimmte Rolle spielen in diesem Spiel des Kosmos, kann man sagen. Wir sind denen fast, kann man sogar sagen, gleichgestellt. Wir sind sowieso alle gleich. Wir sind Gott. Wir sind göttliche Wesen. Oh, jetzt muss ich klettern. Also das war ja hier mal wundervoll. Ne? Das war mal hier ein Wasser. Da geht's hoch. Und hier ist so ein Pool, der trocken ist. Leider alles trocken hier. Ne? Aber im Paradies stelle ich mir das quasi wieder voll vor, im 5D. So sieht es hier von oben aus. Das ist quasi der trockene Wasserfall. So, jetzt komme ich aber langsam zum Ende. Habe ja eigentlich alles gesagt. Also ich glaube an den einen Schöpfer und ich glaube an viele Begleiter und Helfer. Hat er auch schon Kontakt zu einigen, sogar Außerirdische, Lichtvolle, die uns quasi auch helfen. Also wir waren nicht immer nur Menschen, wir haben auch teilweise, nicht jeder Mensch vielleicht, aber oder jede Seele, aber einige Seelen waren auch schon mal auf andere Planeten inkarniert, in einem anderen Spiel, anderes Spielfeld quasi. Und diese haben dann auch Sternengeschwister, wie die Plejaden, Sirianer, Arcturianer. Und das sind alles unsere Helfer und Freunde. Und wir können die anrufen, quasi wie ein Anruf, ein Telefonanruf. Und dann geht es halt telepathisch oder energetisch. Und
ja, es ist wie ein Gebet, aber eigentlich sollen wir ja keine anderen Götter anbeten. Also es ist kein richtiges Anbeten, ne? Es ist halt Kommunikation. Wir sind alle gleich, sowieso. Es gibt keinen höheren oder niedrigeren. Wir müssen da nicht großartig demütig sein, was uns so gelehrt wird. Also wir sind sehr mächtige Geschöpfe. Und wenn wir das erkennen oder uns erinnern, dann ist alles möglich. Und dann sind wir in 5D. In der 5. Dimension können wir alles manifestieren, was wir uns wünschen. Dann leben wir im Schlaraffenland. Diese Botschaft habe ich vor kurzem bekommen. Und deshalb soll ich mich nicht an meinen Besitz festhalten, sondern Altes loslassen und das Neue, das kommt. Und das Schlaraffenland sieht dann so aus wie hier, nur mit Wasser und üppiger Pflanzenwelt und Sonnenschein, milde Temperaturen. Und so stelle ich mir mein Leben bald vor. In 5D. Keine Ahnung, wann das sein wird oder wie es sein wird, aber es wird. Da bin ich 100%ig von überzeugt. Ja, einen Schlusssatz möchte ich noch sagen, den habe ich schon mal gesagt. Das ist ein Spruch eigentlich von meinem Neffen. Was du selbst nicht erfahren hast, kannst du nicht bewerten. Und das geht hier genauso. Deshalb glaube ich keine Geschichten, die uns vorgesetzt werden. Weder aus dem Koran, noch aus der Bibel, noch aus irgendeinem anderen Buch, aus irgendwelchen wissenschaftlichen Büchern oder aus dem Fernsehen oder aus den sozialen Medien. Ich glaube nur das, was ich selber wahrnehme. Natürlich, meine Wahrnehmung kann auch getrübt sein. Aber zu der Zeit ist es meine Wahrheit. Und das ist es. Und so entwickle ich mich dann weiter. Und ich kann natürlich dann andere neue Erkenntnisse erhalten, je nach Bewusstseinsstand oder Erfahrung. Und dann sind andere Wahrheiten dann nicht mehr wahr. Dann gibt es eine neue Wahrheit. Und deshalb hat jeder Mensch seine eigene Wahrheit. Und das sollten wir einfach tolerieren. Toleranz spielt hier eine ganz große Rolle. Ja? Schau nicht, also wenn du es machst, schau nicht auf andere. Ja? Man sollte immer auf sich selber schauen. Weil das andere, also das Außen, ist ja ein Spiegelbild von dir, sagt man. Im Großen und Ganzen ist es auch so. Also du ziehst es ja an, weil du diese Schwingung ausstrahlst und das andere, das Gegenüber quasi mit dir in Resonanz geht, dann hat es die gleiche Schwingung und dann ziehst du es an. Und so kommen manche Situationen immer wieder, bis du es gelernt hast. Das ist eigentlich das, woran ich glaube. Und ich glaube an Wiedergeburt und Reinkarnation, kann man sagen. Das ist halt, wenn Game Over ist, also der Tod, dann spielst du ein neues Spiel des Lebens und dann suchst du einen neuen Planeten aus oder nochmal Planet Erde, andere Familienkonstellation, bist du dann halt mal der Vater oder keine Ahnung wer und dann, oder spielst den Präsidenten oder je nach Level, ne, wo du gerade bist oder welche Erfahrung du machen möchtest. Und dann spielst du das Spiel. Und so macht die Seele ihre Erfahrung und bildet sich dadurch weiter. Und so erfährt der Gott, der Schöpfer, sich selbst. Weil sonst ist es ihm ja langweilig, so ganz alleine. Er hat sich aufgeteilt in ganz vielen verschiedenen Seelen und so spielt er selber mit sich. In diesem Sinne, ich gehe jetzt einen Freund hier besuchen. Der ist hier dabei, hier etwas aufzubauen. Und mal schauen, ob ich ihm da gleich mithelfe. Ja, dann sage ich mal Tschüss. Ne? Ja, eine ganz wichtige Sache fällt mir noch ein. Also ich glaube auch, dass jeder Mensch unterschiedliche Geistwesen mit sich führt quasi oder begleitet wird.
Für die einen ist der Jesus Christus da ein bisschen mehr vertreten. Ist ja alles Energie, ne? Also bei manchen ist es viel, bei manchen weniger. Und oder bei dem anderen ist, keine Ahnung, Hare Krishna oder wer auch immer. Ne? Bei mir vielleicht noch ein altägyptischer Gott oder Götter, keine Ahnung. Was feststeht, sind auf jeden Fall die Plejaden, sind auf jeden Fall vertreten. Mit denen hatte ich ja schon Kontakt. Und ja, so hat jeder Mensch seine eigenen Geistführer. Ne? Auch je nachdem, welche Ahnen du hattest, aus welcher Ahnenreihe du kommst. Also bei mir, von meiner Mutter die Seite, bin ich christlich. Und von meinem Vater die Seite bin ich vom Islam quasi, muslimisch. Dann unser Nachname, also mein Nachname ist quasi einer von den 12 Stämmen Israels. Das heißt wahrscheinlich, dass da diese Ahnenreihe von meinem Vater auch jüdisch ist vielleicht. Kann auch sein. Da sind dann auch noch andere Wesen vielleicht. Und dann habe ich ja, die muslimische Seite, habe ich ja schon gesagt. Ne? Von meiner Oma die Seite auf jeden Fall. Ja, angeblich, also mein Bruder aus Ägypten hat sich bei mir gemeldet, Halbbruder. Und der meinte dann so, ja, wir sind die direkte Linie von Mohammed, dem Propheten. Also von meiner Oma die Seite. Ja, also habe ich da schon 3 verschiedene Reihen irgendwie. Und deshalb kann es auch sein, dass ich ja auch unterschiedliche Energien um mich herum habe. Auch von den Ahnen und so weiter. Die ganzen Erfahrungen. Also mir hat eine Geistheilerin mal gesagt, dass bei mir die Metatron-Energie sehr stark sein soll. Also die war sehr überrascht. Wow. Und Christus-Energie hat sie sehr stark wahrgenommen. Und dann hat sie noch Drachenenergie wahrgenommen und Einhornenergie. Und was gibt es noch? Ja, und Plejaden haben sich dann auch irgendwann gemeldet. Der Todd hat sich noch gemeldet. Also man hat da ganz viele verschiedene Geistwesen um sich herum. Und je nach Thema melden die sich. Ja, das war's soweit. Also das Leben ist schon eine Wundertüte. Wundervoll einfach. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Kannst ja gerne deine Meinung dazu äußern, was du so denkst und woran du glaubst. Und vielleicht kannst du mich auch noch inspirieren dabei oder auch andere. Und ja, worum ich nur bitte, ist halt Toleranz und Akzeptanz, wenn einer eine andere Wahrheit für sich entdeckt hat. Ja? Wir sind alle divers, unterschiedlich und das hat auch seinen Sinn. Und so ergänzen wir uns auch gegenseitig. Und es gibt nicht die ultimative Wahrheit, die habe ich auch nicht gepachtet. Ich bin ja auch noch auf dem Findungsweg. Und ein Puzzlestück nach dem anderen habe ich schon zusammengefügt und so kombiniere ich das. Ne? Und ja, und indem ich das teile, erfahre ich vielleicht noch von anderen auch noch ein paar Gedankengänge und dann mache ich mir auch meine Gedanken, ob das für mich passt. Und so ist das auch für euch gedacht oder für dich. Also wenn ein paar Dinge oder ein paar Denkanstöße für dich passen, dann kannst du die für dich nehmen. Und wenn du schon weit fortgeschritten bist und sagst dir, nee, Quatsch, nee, bla bla, ich glaube an Buddha und da gibt es nichts anderes, ja, dann ist das auch so.
oder Jesus Christus. Gut, also ich freue mich über Interaktion mit dir und über ein Like und bis zum nächsten Mal. Ciao.